Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das Seelenalter reife Seele und seine 7 Entfaltungsstufen zusammenfassen. Dein Seelenalter ist der Ausgangspunkt deiner Reise durch das jetzige Leben. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Video zu den Seelenaltern und mein Video zur Einführung in die Archetypen der Seele und die Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoike anzuschauen. Dort habe ich ja auch schon diese große Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele erläutert und auf der untersten Zeile findest du dann die Seelenalter. Das Seelenalter der reifen Seele ist das 4. Seelenalter. Im Seelenalter der reifen Seele werden, wie man in der Tabelle sehen kann, 7 Stufen schrittweise abgeschlossen. Jede Stufe hat ein spezielles Thema, mit dem sich die Seele ausführlich in den circa 2 bis 5 Leben auf der Stufe auseinandersetzt. Die Themen auf den 7 Stufen der reifen Seele lauten: Erstens Freiheit in Abhängigkeit erfahren, zweitens anderen und sich selbst Unrecht vergeben, drittens einem schlechten Herrn treu dienen, viertens aus Liebe auf Wesentliches verzichten, fünftens Schicksal und Leben anderen anvertrauen, sechstens die Trennung von Schuld und Unschuld aufheben und siebtens Möglichkeiten und Grenzen des Wollens erkennen. Mir persönlich hat die Auseinandersetzung mit den Entwicklungsaufgaben der reifen Seele sehr weitergeholfen, weil ich gemerkt habe, dass ich ein paar Sachen noch nicht erlöst habe und sie noch besser in mein Leben integrieren könnte. Bevor ich die Entfaltungsstufen der reifen Seele näher erläutere, möchte ich zunächst noch ein paar allgemeine Fakten zu diesem Seelenalter ausführen. Die Hauptthemen der reifen Seele sind Verantwortlichkeit, Problembewusstsein und Introspektion. Der Zyklus der reifen Seele ist von der gelehrten Grundenergie 4 geprägt. Die reife Seele steht metaphorisch für das mittlere Erwachsenenalter eines Menschen. Zum ersten Mal wendet sich die reife Seele aktiv ihrem Innenleben zu und erkennt, was es bedeutet, eine Psyche zu haben. Und dazu gehört natürlich auch das Unterbewusste. Sie entdeckt plötzlich genau dort Probleme, wo sie in früheren Seelenaltern keine gesehen hat. Für die reife Seele ist das Wachsen an diesen Problemen geradezu reizvoll. Im Gegensatz zur jungen Seele sucht sie weniger die Bestätigung im Außen. Deswegen will sie jetzt vermehrt auch Begegnungen mit Menschen, die anders als sie sind. Die reife Seele strebt nun anstelle von Macht und Reichtum, so wie die junge Seele, nach Einfluss und Wohlstand. Zudem sucht sie nach ihrem Lebenssinn und verzweifelt unter Umständen daran. Sie kann in diesem Zyklus verstehen, dass Leid und Qual auch wichtig für Erfahrungen sein können. Außerdem sucht sie sich nun vermehrt gemeinwohlorientierte Tätigkeiten, also solche, in denen sie sich um Arme und Kranke kümmert. Beim Handeln geht es nicht mehr gänzlich um den äußeren Erfolg, sondern vielmehr auch um ein Gefühl der inneren Erfüllung. Die reife Seele trägt gerne Verantwortung. Das kann aber auch negative Seiten haben. Sie könnte dazu neigen, anderen keine Verantwortung zu übertragen und sich bei Problemen zu schnell und zu stark schuldig zu fühlen. Das Karma, das in den früheren Seelenaltern angesammelt wurde, wird sie beginnen abzutragen. Reifen Seelen liegt viel an der bleibenden Wirkung ihres Seins auf andere Menschen und an der Erziehung und Bildung ihrer Nachkommen. Der Gesundheitszustand der reifen Seele ist instabiler als der jungen Seele, und es kommt vor, dass sie während der Inkarnationen schwerwiegendere und langwierige Krankheiten und Behinderungen erleidet. Auch wird er anfälliger für äußere Einflüsse wie Gifte. Die Religiosität von reifen Seelen zeichnet sich durch Individualität aus. Sie sind bemüht, ihre eigene Wahrheit hinter den Glaubensinhalten zu erforschen. In der Sexualität geht es der reifen Seele deutlich mehr darum, dem Partner nahe zu kommen, sich zu öffnen und seine Verletzlichkeit zu zeigen. In Partnerschaften
kann die reife Seele ganze Leben mit ihrem Partner zusammen sein und große Opfer bringen. Der Anteil der reifen Seelen an der Weltbevölkerung Stand 1993 beträgt ca. 22%, in Deutschland ca. 30%. Regionen mit einem hohen Anteil an reifen Seelen sind europäische Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien, England, Schweden und Schweiz. Reife Seelen mit anstrengenden Inkarnationsaufgaben inkarnieren sich beispielsweise in Israel, Libanon und die Türkei. Nun gehe ich die 7 Entfaltungsaufgaben der reifen Seele schrittweise durch. Die erste Stufe auf dem Seelenalter der reifen Seele hat die Entfaltungsaufgabe Freiheit in Abhängigkeit erfahren. Diese Stufe wird abgekürzt Reif 1 genannt. Das Motto von Reif 1 ist: Ich sammle neuen Mut. Wenn dich die einzelnen Mottos der Seelenalterstufen näher interessieren, empfehle ich dir mein Video, in dem ich die Seelenalter zusammenfasse. Reif 1 setzt sich aus den Energien 4 und 1 zusammen. Dabei ist 4 die Energie des reifen Seelenzyklus und 1 die Energie der ersten Stufe eines Seelenalters. Das bedeutet, dass Menschen auf dem Seelenalter Reif 1 auf gewisse Art und Weise ebenfalls von den Energien 4 und 1 geprägt sind. Auf Jung 7 hatte die Seele einen Höhepunkt erlebt. Viele Menschen hatten sie unterstützt, waren ihre Anhänger und Untergebenen. Reif 1 muss für die Seele sehr schwierig sein, und sie begreift ihr Leben zunächst als komplett belanglos. Sie weiß plötzlich gar nicht mehr, wie mit ihr geschieht, ist hilflos, verunsichert und verwirrt. Schwierig ist auch, dass sie keine Ahnung hat, wer sie ist und was sie mit sich anzufangen hat. Die Seele erfährt auf Reif 1 eine ruhige, nachsinnende und neutrale Gelehrtenenergie und dadurch ihre eigene Abgründigkeit und eine vage Vorstellung ihres Innenlebens. Die Quelle bringt in folgendem Zitat eine passende Metapher: Vor vielen Jahren haben wir euch für dieses Stadium seelischer Entwicklung das Bild eines Tauchers entworfen, der zum allerersten Mal angstvoll und fasziniert zugleich die Unterwasserwelt erblickt, der sich graust vor all den unbekannten Gestalten und Formen, den bedrohlichen Lebewesen, die er dort entdeckt. Gleichzeitig wird er als Mitglied eines Seelenvolkes mit der Energie 2 von seiner existenziellen Neugier getrieben, immer wieder hinabzutauchen. Er will bis in die tiefsten Tiefen alles erkunden, weiß aber sehr wohl, dass er dies erst lernen muss. Zitat Ende. In den Leben auf der Stufe Reif 1 legt die Seele ihren Fokus auf das Wechselspiel zwischen Abhängigkeit und Freiheit. Auf der einen Seite strebt die reife Seele nach Freiheit und kann nicht frei sein, wenn andere Menschen und ihre Gemeinschaft alles über sie bestimmen. Auf der anderen Seite ist sie aber auch auf andere Menschen angewiesen, braucht sie für das Überleben und ihre Entwicklung. So untersucht der Mensch in jedem seiner Leben auf Reif 1, inwiefern er von anderen abhängig ist und wo genau seine Freiheiten liegen. Er variiert die Verhältnisse von Freiheit und Abhängigkeit und schaut, welches für ihn gerade am besten ist. Die Seele auf Reif 1 möchte lernen, die Abhängigkeit von anderen zu akzeptieren und zu bejahen, anstatt sie wie die junge Seele zu bekämpfen. Die Freiheiten entdeckt sie jetzt meist im Inneren anstatt im Äußeren und kann ihre inneren Einstellungen wandeln und anpassen. Im ersten Leben auf Reif 1 erfährt der Mensch eine starke Abhängigkeit, beispielsweise durch die Familie, den Sozialstatus, eine Ehe oder die politische Situation. Im zweiten Leben wird die Abhängigkeit absolut sein und er wird sich aus dieser nicht befreien können, zum Beispiel durch eine schwere Behinderung, eine lange Haftstrafe oder das Dasein als Sklave.
Im dritten Leben begehrt der Mensch gegen die Vorschriften und Regeln auf. Die Rebellion wird zunächst im Hintergrund und heimlich geschehen und anschließend immer offener werden. Im letzten Leben auf Reif 1 beruhigt sich der Wechsel zwischen Freiheit und Abhängigkeit und er nutzt die Freiräume innerhalb der Abhängigkeit, um seine Freiheit auszuleben. Die Beziehungen werden ebenfalls stark vom Wechselspiel zwischen Abhängigkeit und Freiheit geprägt sein. Die reife Seele sehnt sich auf der einen Seite nach Freiheit, auf der anderen Seite verspürt sie eine starke Abhängigkeit, vielleicht aus psychischer, emotionaler, finanzieller oder sexueller Perspektive. Aus gesundheitlicher Sicht kann der Mensch auf Reif 1 zu Hypochondrie neigen, da er starke Ängste vor einer Wehrlosigkeit und ein Zurückfallen in die Abhängigkeit verspürt. In der Religiosität wird er sich vermutlich nicht weit von seiner Herkunftsreligion entfernen. Seine religiöse und spirituelle Praxis dient als Absicherung vor Unsicherheiten. Er wird Zweifel an seinem Glaubenssystem erleben und versuchen, sie zu unterdrücken. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Reif 1, wenn sie ihre Freiheit und Abhängigkeit von anderen Menschen im gleichen Maß bejaht und akzeptiert. Der Kulminationspunkt bezeichnet den Endpunkt der Entwicklung, die sich die Seele auf ihrer aktuellen Seelenalterstufe vorgenommen hat. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Reif 1 sind Königin Marie Antoinette, König Ludwig II. Von Bayern und Eva Braun. Die zweite Stufe auf dem Seelenalter der reifen Seele hat die Entfaltungsaufgabe, anderen und sich selbst Unrecht vergeben. Das Motto von Reif 2 ist: Ich suche Stabilität. Menschen mit dem Seelenalter Reif 2 sind von den Energien 4 und 2 geprägt. Die Gelehrtenenergie wird mit der Künstlerenergie verknüpft und bewirkt eine Verbindung der Prinzipien Beobachtung und Erforschung. Die Seele auf Reif 2 möchte lernen, Unrecht zu verzeihen und zu vergeben. Sie will Schuld zugeben und die Fehler und die Fehlbarkeit von sich selbst und anderen akzeptieren. Sie möchte sich selbst und andere besser verstehen. Um die Vergebung von Unrecht zu lernen, wird sie sich zunächst auf unterschiedliche Art und Weise damit auseinandersetzen. Sie wird anderen Unrecht tun, sie wird ihre Taten leugnen, sie wird Unrecht zugefügt bekommen, sie wird dagegen ankämpfen, sie wird es erdulden und sie wird erkennen, dass nicht alles bestraft werden muss. Sich selbst Unrecht zu verzeihen, wird für den Menschen auf Reif 2 besonders schwer. Das liegt daran, dass er dafür seine inneren, teils unbewussten Beweggründe erforschen muss. Dazu muss er die Motivation seiner betrügerischen und schädigenden Handlungen verstehen und als Teil seines Selbst begreifen. Er muss akzeptieren können, dass das Böse in ihm ein Teil seiner Menschlichkeit ist. Darüber hinaus fängt die reife Seele an, sich nicht mehr vollständig mit ihren Gedanken, Gefühlen und Taten zu identifizieren. Sie kann sich jetzt zum Beispiel gestatten, über Böses nachzudenken, ohne solche Handlungen tatsächlich auszuführen. Oder sie kann jemandem Schaden zufügen, ohne eine Höllenangst in sich auszulösen. Nachdem sie das bei sich selbst anwenden kann, kann sie diese Toleranz auf andere ausdehnen und auch ihnen Fehlbarkeit zugestehen. Dabei sind hier nicht schwere Straftaten gemeint, sondern schädigende Handlungen wie Verleumdung, Vorurteile, Gemeinheiten und Mobbing. Es geht auch nicht um das Verdrängen und Vergessen von Unrecht, sondern um die Hoffnung, dass ihr im Gegenzug ebenfalls unüberlegte Worte und Handlungen vergeben werden. Ein Mensch vergrößert auf Reif 2 seine Liebesfähigkeit und kann nun nicht nur Liebe für andere Menschen aus dem nahen Umfeld, sondern auch für fremde Menschen empfinden.
Im ersten Leben auf Reif 2 wird die reife Seele viel Unrecht erfahren, eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit verspüren und hoffen, dass Mitmenschen und höhere Mächte ihr Unrecht vergeben. Das Verzeihen und Verstehen könnte erst auf dem Sterbebett möglich sein. Im zweiten Leben wird sie mit allen möglichen Tricks und Ausflüchten versuchen, zu vermeiden, dass das begangene Unrecht bekannt wird. Im letzten Leben versucht sie anderen Menschen möglichst viel zu verzeihen und ist sich selbst gegenüber noch unerbittlich und streng. Im Verlauf des Lebens lernt die Seele, sich selbst zu vergeben. Darüber hinaus kann sie nun auch eklatante Ungerechtigkeiten in der Welt als Tatsachen akzeptieren, die sie nicht verändern kann. In Beziehungen sucht sich die reife Seele Partner, Kinder und Freunde, die ihr viele Möglichkeiten zum Begehen, Erfahren und Vergeben von Unrecht ermöglichen. In der Gesundheit hat sie die Lernaufgabe, sich selbst mögliche Ursachen von Erkrankungen und Unfällen zu vergeben. In der Religiosität erfährt der Mensch auf Reif 2 starke Zweifel daran, dass ein Gott oder eine übergeordnete Instanz solche Ungerechtigkeiten zulassen und veranlassen kann. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Reif 2, wenn sie sich selbst und anderen gütig Unrecht vergeben kann, die Kategorisierung ihrer Mitmenschen in Freunde und Feinde aufheben kann und sie so annehmen kann, wie sie sind. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Reif 2 sind Edmund Stoiber, Marilyn Monroe und Giovanni Antonio Canal. Die dritte Stufe auf dem Seelenalter der reifen Seele hat die Entfaltungsaufgabe, einem schlechten Herrn treu dienen. Das Motto von Reif 3 ist: Ich werde unternehmungsfreudig. Menschen mit dem Seelenalter Reif 3 sind von den Energien 4 und 3 geprägt. Die kriegerische Energie 3 erzeugt in ihnen eine Sehnsucht nach Loyalität und Hingabe anderen Menschen und allen möglichen Lebenslagen gegenüber. Sie möchten lernen, bedingungslos einem anderen Menschen zu dienen, obwohl er sie schlecht behandelt. Und sie möchten lernen, in Situationen ausdauernd auszuharren, auch wenn sie eigentlich unzumutbar sind. Der Mensch auf Reif 3 muss eine bedingungslose Treue ausbilden und diese dann auf eine andere Person, Situation oder Institution ausrichten. Mögliche Szenarien wären zum Beispiel: Eine Person bleibt ihrem Chef treu, der ihr keinen Respekt zollt und sie regelmäßig lächerlich macht. Sie pflegt ihre Großmutter, die undankbar ist und sie ständig schlecht behandelt. Ein Vater opfert sich für seinen psychisch kranken, straftätigen und drogenabhängigen Sohn auf. Ein Firmenerbe widmet sein Leben der Firma seiner Vorfahren. Ein Soldat hält einer Militärideologie die Treue. In diesen Situationen fühlt sie eine starke innere Zerrissenheit zwischen dem Bedürfnis nach Unterordnung und ihrer Vernunft, die ihr davon abrät. Die Gegebenheiten müssen nicht ein ganzes Leben lang andauern, sondern können sich auch auf mehrere ähnliche Situationen aufteilen. Ein Mensch muss in einer seiner Inkarnationen auf Reif 3 auch mindestens einmal den schlechten Herrn verkörpern, dem die Treue gehalten wird. Im ersten Leben auf Reif 3 wird die Seele sich in einer Zwangssituation befinden, in der sie keine andere Wahl hat, als die bedingungslose Treue gegenüber einer anderen Person auszuleben. Sie kann nur innerlich dagegen rebellieren und wird auch nicht aus der Situation herauskommen. Im zweiten Leben wird sie sich freiwillig in eine solche Situation begeben, sie wird sich aus dieser nicht lösen und ständig Ausreden finden, warum sie loyal und treu bleiben muss. Im letzten Leben begibt sie sich ohne äußeren Zwang in die unzumutbare Situation, findet sich dort zurecht und dient mit absoluter Hingabe und Bejahung.
Sie erfährt sich selbst als die Ursache und den wichtigsten Maßstab zur Beurteilung der Gegebenheiten, empfindet eine seltsame Beglückung und vereint die Treue mit einer Liebe zu ihrem Herrn und sich selbst. Der Mensch auf Reif 3 sucht sich Beziehungen, in denen er als treuer Diener und als schlechter Herr auftreten kann. Darüber hinaus auch solche, in denen er die Möglichkeit hat, wie in einem Urlaub Abstand von seinen Diensten zu gewinnen. Aus gesundheitlicher Sicht kann es sein, dass die inneren psychischen Konflikte auf körperlicher Ebene zu Erkrankungen führen. In der Spiritualität und Religiosität wird er sein Streben nach Loyalität und Treue dem Schicksal und einem höheren Willen zuschreiben. Ist er religiös, wird er seinem Gott treu dienen und mit ihm unter Umständen auch hadern. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Reif 3, wenn sie eine bedingungslose und bejahende Loyalität und Treue zu ihrem schlechten Herrn herausgebildet und diese Treue mit der Liebe zu ihrem Herrn und sich selbst vereint hat. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Reif 3 sind Hillary Clinton, Josef Ratzinger und Königin Maria Stuart. Die 4. Stufe auf dem Seelenalter der reifen Seele hat die Entfaltungsaufgabe, aus Liebe auf Wesentliches verzichten. Das Motto von Reif 4 ist: Ich ernte die Früchte. Menschen mit dem Seelenalter Reif 4 sind von der doppelten Energie 4 geprägt. Die Energie 4 ist die Gelehrtenenergie und so erfährt die reife Seele eine noch nie dagewesene Neutralität, Ausgeglichenheit, Klarheit, Besonnenheit und Gerechtigkeit. Die Seele mit der doppelten 4 möchte herausfinden, was Liebe bedeutet. Dazu erlangt sie das erste Mal die Fähigkeit, eine mental-emotionale Innenschau zu betreiben und Probleme in ihrem Innersten bis ins Detail zu erkennen und durchzuarbeiten. Der Mensch auf Reif 4 entwickelt eine Demut und kann auf Dinge freiwillig verzichten, die ihm von großer Wichtigkeit sind. Er sortiert alles aus, was nicht wesentlich ist, und behält genau das bei, was seine Liebes- und Lebensfähigkeit weiterentwickelt. Ich möchte die Quelle direkt zitieren. Es ist einfach, auf eine Sache zu verzichten, an der einem nicht besonders viel liegt. Auf etwas zu verzichten, weil man dazu von anderen überredet oder gezwungen wird, ist zwar ein wenig schwieriger, aber immerhin noch erträglich, weil man sich selbst mit seiner Entscheidung in diesen Prozess verwickelt sieht. Jedoch aus innerer Freiheit, aus der Freiheit, die durch das Kulminationserlebnis auf der Stufe Reif 3 erworben wurde, auf etwas Wesentliches verzichten, im vollen Bewusstsein sowohl des Verzichts als auch des Wesentlichen, ohne dass irgendein anderer Mensch seine Bedürfnisse an diesem Verzicht stillt, ist eine enorme Herausforderung. Zitat Ende. Die Seele auf Reif 4 fragt sich, was für sie Liebe im Allgemeinen bedeutet, was Liebe zu ihr selbst ist, was Liebe zu anderen ist, was für sie wesentlich ist, was für andere wesentlich ist und was wesentlich für ihre Geliebten ist. Anschließend stellt sie sich die Frage, auf welches dieser wesentlichen Dinge sie aus Liebe verzichten kann. Dieses kann sie nur durch Ausprobieren finden. Fühlt sie beim Verzicht Mühe und Schmerzen, kam er vermutlich aus Angst oder Unterwerfung. Fühlt sie andererseits ein inneres Leuchten, ist ihr der Verzicht aus Liebe gänzlich gelungen. Sie erkennt auf dieser Entfaltungsstufe auch, dass eine innere Stimme bei der Entscheidung, was wesentlich ist und was nicht, mitreden wird und dass es Sinn macht, nach innen zu horchen. Im ersten Leben auf Reif 4 muss der Mensch gegen seinen eigenen Willen auf Wesentliches verzichten. Beispielsweise könnte es sein, dass er mit einer schweren Behinderung geboren wird und zwangsläufig auf einen normalen Lebensalltag verzichten muss.
Im zweiten Leben findet er sich in einer Dilemmasituation wieder, ist wie gelähmt und kann sich nicht entscheiden, auf welche der Möglichkeiten er verzichten soll. Er befreit sich aus dem Dilemma, indem er aus Angst auf eine oder sogar auf beide Möglichkeiten verzichtet. Der Rückblick auf das, was er aus Angst nicht verwirklicht hat, löst in ihm einen Lerneffekt aus. Im dritten Leben auf Reif 4 entwickelt die Seele eine positive Grundhaltung, eine ausgewogene Entscheidungsfreiheit und eine Bereitschaft zum Verzicht. In Beziehungen sucht sich der Mensch auf Reif 4 verlässliche und dauerhafte Bindungen, um in der Sicherheit und Geborgenheit den liebevollen Verzicht zu erproben. Er benötigt die Möglichkeit, sich jederzeit vorübergehend aus seinen Beziehungen zurückziehen zu können. Zudem möchte er unter Umständen auch erfahren, wie es ist, aus Liebe zu sich selbst auf bestimmte Bindungen zu verzichten. Manchmal kann es sein, dass ihm andere vorwerfen, gleichgültig und hartherzig zu sein. Seine Gesundheit ist normalerweise stabil, weil er sein Leben ausgewogen und vernünftig gestaltet. In der Spiritualität nimmt die reife Seele eher eine asketische Grundhaltung ein und übt sich am Verzicht. Er könnte nach Sinnzeichen höhere Instanzen suchen und Orakel befragen, die ihm seine Entscheidungen erleichtern. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Reif 4, wenn sie in einer wachstumsfördernden und liebenden Qualität auf Wesentliches verzichten kann und in liebevoller Weise akzeptiert, dass Lieben und Leben Verzicht beinhalten. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Reif 4 sind Angela Merkel, Papst Franziskus und Vincent van Gogh. Die 5. Stufe auf dem Seelenalter der reifen Seele hat die Entfaltungsaufgabe, Schicksal und Leben anderen anvertrauen. Das Motto von Reif 5 ist: Ich werde unruhig. Menschen mit dem Seelenalter Reif 5 sind von den Energien 4 und 5 geprägt. Die gelehrten Energie 4 und die weisen Energie 5 erzeugen in ihnen ein großes Potenzial von Klarsicht und Weisheit. Die Seele auf Reif 5 beschäftigt sich in dieser Stufe mit dem Thema Vertrauen auf einem gereiften Niveau. Sie möchte zu dieser Thematik neue Sichtweisen und Ansichten erlangen und sie gestärkt bewältigen können. Vertrauen hat viele Aspekte. Man kann in sich selbst, in die Gesellschaft, in ein Glaubenssystem, in einen Gott, in eine Institution, in das Leben, in die Existenz und in andere Menschen vertrauen. Bei reifem Vertrauen geht es aber nicht darum, blind auf sich und andere zu vertrauen und naiv Gemeinschaften, der Gesellschaft und dem göttlichen Vertrauen zu schenken. Zunächst muss die reife Seele lernen, ihrer eigenen Vertrauensfähigkeit zu vertrauen und verstehen, dass sie auf die innere Bereitschaft des Vertrauens keinen verändernden Einfluss nehmen kann. Das Vertrauen existiert einfach. Im nächsten Schritt muss der Mensch auf Reif 5 darauf vertrauen, dass er vertrauen darf und langsam sein Vertrauen in Mitmenschen entwickeln. Abschließend vertraut er voll und ganz sein Schicksal und Leben seinen Mitmenschen an. Diesen Schritt vollzieht er aus einem tiefgehenden inneren Druck, einer Unerfülltheit und Unzufriedenheit. Die innere Unzufriedenheit wird am Anfang von Reif 5 aufgebaut werden. Anschließend wird sie in den ersten Leben auf Reif 5 im Kleinen in kleinere Zufriedenheitserlebnisse umgewandelt. Im letzten Leben wird die Unzufriedenheit im Großen in eine vollständige und existenzielle Zufriedenheit transformiert werden. Dies geht mit der Erfahrung einher, sein Leben vollständig anderen anvertraut zu haben. In den ersten Inkarnationen und besonders in der ersten Lebenshälfte auf Reif 5 wundert sich der Mensch, warum ihm so viel Vertrauen geschenkt wird.
Das Vertrauen seiner Mitmenschen vergrößert seine Bereitschaft, anderen zu vertrauen. In Beziehungen spielt das Vertrauen und das sich anvertrauen eine sehr große Rolle. Der Mensch richtet in Partnerschaften, der Familie, in Freundschaften und unter Arbeitskollegen viel Aufmerksamkeit auf das Aufbauen und Pflegen von Vertrauen. Die Kommunikation ist ein passendes Mittel dafür. Die Gesundheit ist im Vergleich zu älteren Seelen stabil, da die Seele ein großes Vertrauen dazu hat, gesundheitliche Probleme überwinden zu können. In der Spiritualität ist ihr das Vertrauen in das Göttliche, in die Transzendenz oder in einen höheren Sinn wichtig. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Reif 5, wenn sie ihr Leben vollständig ihren Mitmenschen anvertraut und erkannt hat, dass das Vertrauen einfach existiert und sie auf die innere Bereitschaft des Vertrauens keinen Einfluss nehmen kann. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Reif 5 sind Helmut Schmidt, Steve Jobs und Günther Jauch. Die 6. Stufe auf dem Seelenalter der reifen Seele hat die Entfaltungsaufgabe, die Trennung von Schuld und Unschuld aufheben. Das Motto von Reif 6 ist: Ich brauche Ruhe und Harmonie. Menschen mit dem Seelenalter Reif 6 sind von den Energien 4 und 6 geprägt. Die Themen der Seelenalterstufe sind Schuld und Unschuld. Die Schuldproblematik betrifft alle Menschen. Sie entziehen sich der Schuld, sie geben diese an andere weiter, sie erleben diese an ihren Mitmenschen, sie bezeugen die Schuld und sie versuchen, diese von sich fernzuhalten. Als Mensch kann man kein Leben ohne Schuld und Schuldgefühle führen. Man kann sich nicht nur gegenüber anderen Menschen schuldig machen, sondern auch gegenüber der Umwelt und Tieren und vor allem auch gegenüber sich selbst. Die Seele auf Reif 6 muss also ihre Aufmerksamkeit auch auf ihr Inneres richten. Das Ziel der Seelenalterstufe ist es, darauf zu vertrauen, dass sich Schuld und Unschuld wie von selbst aufhören zu trennen und zu einem harmonischen Ganzen werden. Problematisch an der Vorstellung ist, dass man die übergeordnete Bedeutung und den Sinn hinter dem Zusammenspiel zwischen Schuld und Unschuld nicht verstehen kann. Man kann über alles nur aus seiner eingeschränkten Perspektive urteilen. Der Mensch auf Reif 6 lernt, dass das Ankämpfen gegen unabänderliche Prozesse von Schuld und Unschuld nicht zu innerem Frieden führt. Im ersten Leben auf Reif 6 neigt die reife Seele dazu, Schuld und Unschuld auf andere zu verteilen und sich selbst in eine Opferrolle zu begeben. Andere Menschen sind die Störer ihrer Ruhe und Harmonie. Daraufhin vollzieht sie noch im selben Leben oder erst in den darauf folgenden Inkarnationen eine Innenschau. Es kommen nun eigene Schuldgefühle auf. Im letzten Leben werden die Schuldzuweisungen mit Selbstkritik und Humor betrachtet. Ein Einzelner kann nicht schuldig für die Ungerechtigkeiten auf der Welt sein. Der Mensch erkennt eine göttliche Natur im Zusammenspiel zwischen Schuld und Unschuld und akzeptiert sich selbst als kleines Rädchen darin. Er hört auf, alles richten zu wollen und vertraut auf eine höhere Gerechtigkeit. Beim Thema Beziehungen verspüren Seelen auf Reif 6 das erste Mal ein Bedürfnis, mehr als einen Menschen in einer überwältigenden Intensität zu lieben. Damit ist nicht Polygamie gemeint, aber auch nicht ausgeschlossen. Sie richten ihre Liebe nicht nur auf ihren Partner, sondern auch auf Familienmitglieder und Freunde. In Beziehungen mit Lebenspartnern strebt sie eine tiefe Harmonie, Frieden und Ehrlichkeit an. Im gesundheitlichen Bereich neigen Menschen auf Reif 6 dazu, ihre Erkrankungen und Beeinträchtigungen aufmerksam zu beobachten und symbolisch zu deuten.
Sie möchten wissen, ob sie selbst, andere oder bestimmte Umstände daran schuld sind. Sie sind in überdurchschnittlichem Maße nervlich sensibel, sollten sich ausreichend entspannen und schlafen und auf verdauliche Ernährung achten. Es kann vorkommen, dass sich die reifen Seelen Körper mit geistigen oder physischen Behinderungen für ihre Inkarnation wählen. Reif 6 ist von der priesterlichen Energie 6 geprägt. Und ein Mensch auf der 6. Seelenalterstufe hat erneut einen besonderen Zugang zum Göttlichen. In früheren Seelenaltern und Entfaltungsstufen war für ihn das Göttliche nicht greifbar. Es war lediglich eine Idee, ein Konzept, eine Vorschrift, ein Dogma oder eine Ideologie. Ab Reif 6 kann er das Göttliche direkt erfahren, spüren und seine waltende Kraft nicht mehr zurückweisen. Es ist immerwährend da, selbst wenn er es nicht um Hilfe ruft. Verweigert er sich dem Göttlichen, versucht er es wegzurationalisieren und es zu verleugnen, wird seine Seele sich trotzdem einen Weg suchen, es ihm zu zeigen. Zudem wird ein Mensch auf Reif 6 nun eine Sehnsucht nach entgrenzten Zuständen und eine stärkere Empfindsamkeit gegenüber Schwingungen verspüren. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Reif 6, wenn sie sich als Rädchen im Zusammenspiel zwischen Schuld und Unschuld akzeptiert, aufhört, sich und andere zu richten und auf eine höhere Gerechtigkeit vertraut. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Reif 6 sind Barack Obama, Martin Luther King und Königin Elizabeth II. Von England. Die 7. Stufe auf dem Seelenalter der reifen Seele hat die Entfaltungsaufgabe, Möglichkeiten und Grenzen des Wollens erkennen. Das Motto von Reif 7 ist: Ich wende an, was ich gelernt habe. Menschen mit dem Seelenalter Reif 7 sind von den Energien 4 und 7 geprägt. In dieser Seelenalterstufe wollen sie von der Fülle des Lebens kosten. Konfliktsituationen nehmen sie als Herausforderungen wahr und diese spornen sie an, anzuwenden, was sie gelernt haben. Sie wollen die Probleme voll und ganz empfinden und betrachten sie als etwas Lustvolles. Die reife Seele möchte ihr Wollen erfahren und welche Möglichkeiten und Grenzen dieses Wollen hat. Mit dem Begriff Wollen ist nicht nur der Wille eines Menschen gemeint, sondern auch das übergeordnete Wollen des Seelischen, also das Wollen der eigenen Seele, anderer Seelen, der Seelenfamilie und so weiter. Die Quelle spricht über den Willen im folgenden Zitat: Euer Wille, die Fähigkeit eines Menschen, Absichten zu entwickeln und Zielsetzungen zu entwerfen, seine Kräfte einzusetzen, um irgendetwas zu erreichen, das noch nicht verwirklicht ist, gehört zu den größten und wichtigsten Gaben des Menschseins schlechthin. Zitat Ende. Der Wille des Menschen möchte das Leben nicht ungenützt lassen und die Möglichkeiten, die sich ihm bieten, optimal ausnutzen. Der Mensch auf Reif 7 macht eine Unterscheidung zwischen menschlichen Willen und dem seelischen Wollen. In Wahrheit sind aber sowohl der Wille des Menschen als auch das Wollen der Seele identisch und ein Widerstreit zwischen dem Ich eines Menschen und der Seele illusionär. Die Seele auf Reif 7 erkennt aber ein Problem im Zusammenspiel zwischen dem menschlichen Willen und dem seelischen Wollen und möchte infolgedessen Willen und Wollen in Einklang bringen. Hierbei muss kurz angemerkt werden: Es gibt Menschen auf Reif 7, denen nicht klar ist, dass sie eine Seele haben und dadurch ein seelisches Wollen besitzen. Sie sind trotzdem in dauerhafter Verbindung mit ihrer Seele und spüren dieses seelische Wollen in sich. Jeder Mensch ist schließlich ständig im Kontakt mit dem seelischen Wollen und kann dadurch erfahren, was seine Seele und das große Ganze von ihm möchte.
Die Stimme des seelischen Wollens macht sich über die innere Stimme, Ereignisse und Begegnungen bemerkbar. Leider wird das seelische Wollen viel zu häufig ignoriert. Im ersten Leben erfährt die Seele auf Reif 7 oft einen sehr starken Willen einer anderen Person, der dazu führt, dass sie ihren eigenen Willen nicht entwickeln kann. Beispielsweise könnte sie als Kind eine tyrannische Bezugsperson haben oder eine Erziehung genießen, die ihren Willen brechen möchte. Im späteren Verlauf des Lebens wird sie dann ihren eigenen Willen gegenüber anderen durchsetzen. Im zweiten Leben auf Reif 7 könnte dem Menschen von außen Grenzen in der Ausübung seines Willens gesetzt werden. Beispiele für solche Grenzen sind gesundheitliche Einschränkungen, ärmliche Lebensumstände oder Naturkatastrophen. Im dritten Leben möchte die Seele einen dauerhaften Schwingungskontakt zwischen dem menschlichen Willen und dem seelischen Wollen herstellen. In Beziehungen sucht der Mensch auf Reif 7 nach einem ähnlich starken Partner, der ebenfalls eine provokative und kraftvolle Beziehung sucht. Dieser sollte ihn zu Höhenflügen anregen und sich nicht selbst verleugnen und klein machen. Aus gesundheitlicher Sicht besitzt der Mensch auf Reif 7 einen kraftvollen und widerstandsfähigen Körper. Gesundheitliche Beeinträchtigungen nutzt er, um seine Willenskraft zu erproben. Er wird vermutlich keine psychischen Probleme haben, weil seine Psyche über reichhaltige Verarbeitungsmechanismen verfügt. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Reif 7, wenn sie den menschlichen Willen und das seelische Wollen in Einklang gebracht und die Möglichkeiten und Grenzen dieses Wollens erkannt hat. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Reif 7 sind Napoleon Bonaparte, Michail Gorbatschow und Michael Jackson. Nach dem Erreichen des Kulminationspunkts im letzten Leben von Reif 7 steigt die Seele in das Seelenalter der alten Seele auf, das ich im nächsten Video ausführen werde. Gut, damit wäre ich jetzt am Ende des Videos angelangt. Für mehr Informationen zu den Seelenaltern empfehle ich die Bücher Archetypen der Seele und aber auch natürlich Junge Seelen und alte Seelen von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Also das hier besonders, weil da geht es ganz, ganz speziell um die Seelenalter und auch die verschiedenen Stufen. Und ich empfehle auch für Beratungen weiterführende Materialien und Informationen die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du Menschen finden, die dir deine Seelenarchetypen wie das Seelenalter ermitteln können. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen du bis jetzt mit den Seelenaltern gesammelt hast, wie dir das Video gefallen hat und ob noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zu den Themen Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.